Hey Leute, was geht ab? Endlich wieder mit einem weiteren Video und endlich mit den Fächerdüsen, die ich jetzt nun dank der deutschen Astra-K Facebook-Gruppe gefunden habe. Das sind eigentlich die Düsen gewesen, die ich als erstes bei meinem Astra einbauen wollte. Wenn ihr auf meinem Kanal schaut, ist auch mein erstes Video ein Fächerdüsen-Einbauvideo für den Corsa D. Und ja, das hat halt diese GM-Nummer ist von einem Chevrolet Cross Baujahr 2016 und passt auch zu dem Astra K. So, wir schauen erstmal, wie die Standarddüsen aussehen, diese Strahldüsen. Und schauen uns nach dem Video dann an, nach dem Umbau, wie die Fächerdüsen dann ausschauen. Hier vor dem Einbau die alte Düse, die eine Strahldüse hat, 3er, und hier die Fächerdüsen. Sehen von vorne und von hinten identisch aus, beziehungsweise halt das eine mit Fächer und das andere mit Strahl. Für den Einbau habe ich hier nur so ein Demontagewerkzeug, ein kleines. Da gehen wir dann hin. An der Motorhaube selbst befindet sich die Düse. Und hier kann man dann an der Seite einfach nur kurz reindrücken und das kommt schon ja automatisch entgegen. Auf der anderen Seite. So. An der Düse selbst ist hier an der Seite so eine kleine Schnalle. Da muss man hier leicht reindrücken und dann kommt schon die Düse entgegen. Dann kann man schon die neue Düse nehmen. Es gibt kein links oder rechts, die sind einfach identisch. Einfach nur einsetzen. Sitzt wieder wie angegossen. Und das Ganze wird dann mit der Düse Richtung Scheibe eingesetzt. Fertig. Das gleiche auf der anderen Seite und das war's dann auch. Und jetzt sehen wir mal, wie die Fächerdüsen arbeiten. Super. So muss das sein. Ist auf jeden Fall sparsamer. Und die alten Düsen können wir ja dann dementsprechend irgendwo deponieren. Beim Verkaufen dann wieder einbauen. Ja, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Gerne liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wünsche euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Werdet nicht krank, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.